Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Obwohl die Tage jetzt ja schon wieder länger werden und sogar schon die ersten Frühlingsblüher aus dem Boden schauen, ist der Februar ja noch ein typischer Wintermonat. Deshalb lade ich dich heute herzlich zu einem Winterspaziergang ein, male mit mir ein sonniges Winter- und Schneemotiv. Im folgenden Video zeige ich dir nicht nur, wie man Schnee malt und auch farbige Schatten im Schnee anlegt, sondern es geht auch um das Malen von Winterbäumen. Ich verwende hier spezielle Farbmischungen, die ich ständig variiere, damit Abwechslung im Bild herrscht, und ich nehme auch verschiedene Pinsel dafür. Für den Stamm und die Äste arbeite ich zum Beispiel mit einem anderen Pinsel als für die kleinen Zweige am Ende des Baumstammes. Demnächst gibt es hier auf unserem Kanal auch wieder einen Livestream. Auch hier malen wir ein winterliches Motiv und es geht auch um das Thema Winterbäume. Wenn du bei so einem Live-Abend hier auf YouTube mal dabei sein möchtest, bleib dran. In diesem Video in der Mitte erhältst du Infos zum Malabend. Nun geht's aber erstmal los mit unserem heutigen Wintermotiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Ultramarin Feinst von der Firma Schminke, Permanent Alizarin Karmesin, Sienna gebrannt, Lichter Ocker von der Firma Winsor & Newton, Lasurorange von der Firma Schminke, Kobaltblau und Neutraltinte von der Firma Winsor & Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphin. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der Linierer in der Größe 4, der synthetische Rundpinsel in Größe 6 und der synthetische Flachpinsel in der Größe 10. Hier seht ihr mein heutiges Referenzfoto und darunter liegt auch schon meine Skizze. Die Komposition für dieses Motiv ist eine klassische Kreuzkomposition. Wir haben einen leicht schrägen Horizont und rechts und links die variablen Baumgruppen. Hier in der Mitte teilt sich das Motiv durch den Weg. Wir haben also gleichermaßen vertikale und horizontale Formen im Bild hier. Diese waagerechten Schatten der Bäume sind zum Beispiel auch noch ganz wichtige vertikale Formen. Die Farbigkeit des Motivs ist relativ reduziert. Es überwiegen die kühlen winterlichen Blautöne und die Spannung entsteht durch eine Prise Wärme im Restlaub der winterlichen Bäume. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Einige Infos zu der Möglichkeit der Unterstützung unseres Kanals gebe ich euch im Mittelteil dieses Videos noch. Den Himmel feuchte ich mit klarem Wasser bis zum Beginn der Schneekante an. Ich arbeite auf gutem Büttenpapier und weiß, dass die Feuchtigkeit jetzt ungefähr 5 bis 10 Minuten ein entspanntes Arbeiten mit weichen Verläufen ermöglicht. Ich beginne am Horizont mit einer zarten Lasur mit Lichter Ocker und nehme nach oben hin auch etwas Permanent Alizarin Karmesin mit hinein. Vom oberen Bildrand kommend setze ich dann eine kräftige Farbmischung aus Kobaltblau und später auch etwas Ultramarin Feinst dagegen. Ich versuche, alle Farben gut miteinander zu verbinden und lege dann im oberen Bereich das Blau noch einmal kräftiger aufs Blatt. Der Himmel ist jetzt immer noch gut feucht und ich mische mir mit Neutraltinte, Ultramarinblau und etwas Sienna gebrannt einen dunklen Grauton und setze mit meinem Rotmarderhaarpinsel ganz lockere Formen für kleine Zweige oder Laubreste ins Bild. Der Pinsel ist dabei sehr trocken und so entstehen weiche und diffuse Flecken. Mit der Sprühflasche und auch mit dem Pinsel spritze ich kleine Wassertröpfchen in die Fläche hinein. So bekomme ich Struktur für die Kronen der Bäume im Winter. Mit Lasurorange, Sienna gebrannt und etwas Blau und immer noch recht trockenem Pinsel setze ich nun die warmen Akzente der hinteren Bäume in die feuchte Himmelsfläche hinein. Hier geht es darum, den richtigen Moment zu erwischen und auch die richtige Konsistenz im Pinsel zu haben. Die Farbe soll schön kräftig leuchten und immer noch weiche Ränder zum Himmel hin haben.
Ihr könnt ganz gut sehen, wie die Ränder meiner Pinselspuren zum Himmel hin etwas ausfransen. Und diese weichen Verläufe sind, wie ich finde, sehr schön. Ich spritze nun noch einmal mit dem Kunststoffpinsel ein paar Wassertröpfchen auf die Bäume, um hier noch mehr Bewegung im Laub anzudeuten. Mein Blatt ist inzwischen komplett getrocknet. Ich möchte aber die entfernte Baumreihe auch noch mit weichen Verläufen malen. Deshalb feuchte ich diesen Bereich mit klarem Wasser an und setze dann mit lockerem seitlichen Pinselstrich eine Mischung aus Ultramarinblau, permanent Alizarin-Karmesin und etwas Neutraltinte in diesen Bereich. Der Pinsel tanzt mit verschiedenen Bewegungen übers Papier, sodass eine schöne, abwechslungsreiche Fläche entsteht. Mit dem großen Verwaschpinsel geht es jetzt weiter in den Schnee. Ich male hier eine ganz zarte Lasur mit permanent Alizarin-Karmesin und den schon vorher verwendeten Blautönen. Ein paar helle Stellen lasse ich vor allen Dingen auf dem Weg frei. Hier glänzt der Schnee in der Sonne und aus diesem Grund möchte ich das Papierweiß als hellste Form stehen lassen. Über die Farbe von Schnee habe ich ja schon in anderen Videos gesprochen. Hier sehen wir auch wieder, wie ich die Farbigkeit der großen Schneefläche variiere. Stellenweise kommt etwas Ultramarinblau oder auch Sienna gebrannt mit in die Fläche. Auch hier spritze ich Wassertröpfchen in die Fläche hinein. Struktur ist immer sehr wichtig, um so große Flächen interessant zu halten. Mit Ultramarinblau, permanent Alizarin-Karmesin, setze ich jetzt weiche Akzente für die Schattenflächen in die feuchte Fläche hinein. Frisch gefallener Schnee ist eine luftige, weiche Angelegenheit und deshalb arbeite ich hier überwiegend auf feuchtem Untergrund mit ganz weichen Verläufen. Diese Arbeitsweise zieht sich durch mein ganzes Motiv und gibt dem Bild die atmosphärische und verträumte Wirkung. Verschiedenste Schattenformen werden jetzt eingetragen. Ich schaue ab und an auf mein Referenzfoto und auch kleinere Fußspuren jenseits der Wegfläche setze ich mit der Pinselspitze. Nun muss mein Blatt erst einmal komplett trocknen und es folgt jetzt die versprochene Ankündigung. Der nächste gemeinsame Malabend hier im Unterstützerbereich findet am 4. Februar 2025 statt. Alle Unterstützer ab einem 5-Euro-Paket sind herzlich eingeladen, mit mir an diesem Abend dieses schöne Wintermotiv zu malen. Dies ist ein Motiv, welches hier auf YouTube vor einigen Wochen ja schon gelaufen ist und ich werde es an diesem Abend noch einmal in Echtzeit für euch malen. Ihr habt in einem Fragechat die Möglichkeit, alle Fragen rund ums Aquarell an mich loszuwerden. Ich werde sie abends dann live beantworten und so mit euch ins Gespräch kommen. Über alle Möglichkeiten der Unterstützung unseres YouTube-Kanals, über die verschiedenen Pakete, kannst du dich auf der Steady-Seite der Aquarellwerkstatt informieren. Unter dem Video findest du einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt er, und dort gibt es alle Infos. Wir machen diese regelmäßigen Live-Abende hier auf YouTube für unsere Unterstützer schon seit etwas mehr als 2 Jahren. Bei Abschluss eines Unterstützerpaketes stehen dir sofort alle älteren Livestreams und Malabende zur Verfügung. Außerdem sind auf der Steady-Seite auch alle Skizzen und Referenzfotos für unsere Motive gespeichert und jederzeit abrufbar. Die Mitgliedschaft bei uns ist monatlich, wechselbar und auch kündbar, sodass du wirklich flexibel dabei bist. Vielen Dank, wenn du uns für einige Zeit hier auf YouTube in unserer Arbeit unterstützen möchtest und vielleicht sehen wir uns dann auch in einem der kommenden Live-Malabende. Jetzt werden die Baumstämme im Bild ausgearbeitet. Ich verwende hier eine Mischung aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und gelegentlich auch etwas permanent Alizarin-Karmesin. Die Farbtemperatur in den Baumstämmen soll von kühl nach warm ständig variieren. Abwechslung ist ein wichtiges Designprinzip und ich versuche in jedem Stadium meiner Bilder dieses Prinzip möglichst anzuwenden.
Auch für die Baumstämme selbst trifft das natürlich zu. Ich versuche die Bäume in verschiedenen Durchmessern, verschiedenen Farben und verschiedenen Abständen anzuordnen und so meinen Winterweg für den Betrachter wirklich interessant zu halten. Stämme und Äste habe ich mit meinem Rotmalerpinsel gemalt. Und hier für die Zweige seht ihr jetzt den Linierer in Aktion. Der Linier- oder auch Schlepperpinsel hat einen sehr dünnen und langen Pinselkörper, so dass der Strich sehr locker und fast etwas nervös ausfällt. Das ist für locker gesetzte Zweige, die sich im Wind bewegen, wirklich hilfreich. Für die dünnen Zweige verwende ich mehr Blau in der Mischung und die Farbe ist auch etwas wässriger. Es folgen die Bäume auf der rechten Seite. Hier vorne gibt es einen dickeren Baumstamm, den ich zunächst mit dem Auswaschpinsel aus der braunen Farbe herauswasche. Auch ein paar kleinere Stämme und Zweige deute ich auf diese Weise an. Mit Ultramarinblau und Sienna gebrannt wird nun auch dieser vordere Stamm ausgefüllt und ich versuche auf der rechten Seite eine Lichtsituation herzustellen, indem ich die Fläche mit Wasser verblende. Dieser Baum wächst am oberen Bildrand aus dem Format heraus. Mit ein paar kleinen Strichen und ganz trockener Pinselfüllung setze ich einige Gräser und Zweige in die große Schneefläche hinein. Hier kann ich wieder gut mit meinem Linierer arbeiten, der mir ganz lockere und elegante Striche erlaubt. Im oberen Bereich der Bäume fehlt mir noch ein wenig Dunkelheit. Ich mische mir noch einmal einen kühlen Braunton mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau und setze mit ganz trockenem Pinsel und dem Pinselbauch aufgerissene, abstrakte Formen in die Baumkronen hinein. Dies ist, wie ich finde, eine schöne Möglichkeit, die kleinsten Zweige und das Restlaub an den Bäumen anzudeuten, ohne dass es zu kleinteilig aussieht. Mit etwas dunklerer Farbe, ich verwende hier die Reste von meinen vorherigen Farbmischungen, setze ich noch einige Akzente in die Schattenflächen, um den Weg ein wenig zu betonen. Für die waagerechten Schatten der Bäume auf dem Schnee mische ich mir noch einmal Ultramarinblau und Alizarin Karmesin. Ich trage die Schatten entsprechend meinem Referenzfoto ein. Sie geben hier noch einmal eine schöne Verbindung zum Formatrand und die Sonne strahlt jetzt in meinem Motiv.
Die Bäume auf der rechten Seite möchte ich noch ein wenig intensivieren. Dies ist immer das letzte Ausbalancieren im Bild. Ich trete dann oft einen Schritt zurück und schaue mir das Bild im Ganzen in aller Ruhe noch einmal an. Denn es ist oft so, wenn ich sehr nah am Bild arbeite, dass der Überblick über das gesamte Motiv manchmal gegen Ende hin verloren geht. Am besten ist es dann, mit frischem Blick nach einer Weile noch einmal drauf zu schauen und dann erst noch kleine Korrekturen vorzunehmen. Ich bin jetzt ganz zufrieden und ich hoffe, du hast auch Lust, das Motiv mal auszuprobieren. Ich freue mich immer über Kommentare unter dem Video, natürlich auch über einen Daumen nach oben, falls dir der Film gefallen hat. Empfehle uns gerne weiter und erzähle anderen Aquarellfreunden von diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.